In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Prüfungen an der Universität so gestalten können, dass alle Studierenden faire Chancen haben. Denn etwa jede 4. studierende Person hat eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Bei etwa 11% wirkt sich diese Beeinträchtigung erschwerend auf das Studium aus. Für diese Studierenden ist der klassische Nachteilsausgleich ein sehr wichtiges Instrument. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten. Bisher setzen wir hauptsächlich auf individuelle Lösungen. Eine Studierende benötigt mehr Zeit. Ein Student kann nicht im üblichen Raum geprüft werden. Dann regeln wir das über einen Nachteilsausgleich. Das funktioniert auch ganz gut, aber es hat Nachteile. Der Prozess ist für alle Beteiligten aufwendig. Viele Studierende nehmen dieses Recht nicht in Anspruch, weil sie ihre Beeinträchtigung nicht offenlegen möchten. Und einige Beeinträchtigungen werden rechtlich nicht als ausgleichsfähig anerkannt. Deshalb sollten wir umdenken. Von der reinen Reaktion hin zur proaktiven Gestaltung inklusiver Prüfungen. Was bedeutet inklusives Prüfen konkret? Wir gestalten die Prüfungsbedingungen von vornherein so, dass möglichst alle Studierenden unter den regulären Bedingungen teilnehmen können. Individuelle Anpassungen sind dann nur noch in Ausnahmefällen notwendig. Und dieser Ansatz folgt dem Konzept des Universal Design for Learning, kurz UDL. UDL zielt darauf ab, Lernumgebungen zu schaffen, die für alle nutzbar sind, unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Es geht nicht um Speziallösungen für Einzelne, sondern um eine flexible Gestaltung für alle. Schauen wir uns doch ganz konkrete Ansatzpunkte an, wie wir Prüfungen inklusiver gestalten können. Beginnen wir mit den Prüfungsformaten. Nicht jedes Format ist für alle Studierenden gleich gut geeignet. Multiple-Choice-Klausuren etwa können für Studierende mit Sehbehinderung problematisch sein. Der Gesamtüberblick über die Aufgaben lässt sich schwer vermitteln und die typischen Lesestrategien sehbehinderter Menschen sind mit diesem Format nicht vereinbar, wenn Sie zum Beispiel einen Screenreader benutzen. Bieten Sie daher verschiedene gleichwertige Prüfungsformate an und gestalten Sie Ihre Aufgaben barrierefrei. Informieren Sie die Studierenden vorab über den Aufbau der Prüfung und bieten Sie auch Probeklausuren an. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sprache. Komplizierte Formulierungen und verschachtelte Sätze können für viele Studierende Hürden darstellen. Nicht nur für jene mit Deutsch als Zweit- oder Drittsprache. Achten Sie auf klare, präzise Sprache in angemessenem Tempo. Bei mündlichen Prüfungen helfen visualisierte Fragen. Stellen Sie Aufgaben in Klausuren sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verfügung. Erlauben Sie einsprachige Wörterbücher und erlauben Sie bei mündlichen Prüfungen Verständnisfragen zu stellen. Zum Thema Arbeitsort. Nicht alle Studierenden können problemlos an Präsenzprüfungen teilnehmen. Chronische Erkrankungen, Mobilitätseinschränkungen oder psychische Beeinträchtigungen können dies erschweren. Bieten Sie daher flexible Lösungen an. Studierende mit besonderen Bedarfen könnten Distanzprüfungen absolvieren. Umgekehrt sollten bei Online-Prüfungen auch Alternativen für jene angeboten werden, die zu Hause keine geeigneten Bedingungen vorfinden. Dies ist ein klares Beispiel für Universal Design. Eine flexible Lösung hilft ganz verschiedenen Gruppen. Die Raumgestaltung ist ebenfalls entscheidend. Achten Sie auf stufenlose Erreichbarkeit, ausreichend Platz zwischen den Arbeitsplätzen und eine gute Beleuchtung. Halten Sie bei Klausuren mindestens 2 separate Räume für Studierende mit spezifischen Bedarfen vor. Ein Pausenraum ist ebenfalls hilfreich. Und in der Nähe sollte sich ein barrierefreies WC befinden. Prüfungsräume sollten nach ergonomischen Standards ausgestattet sein. Die Arbeitszeit spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Prüfungen zwischen 10 und 15 Uhr sind für die meisten Studierenden optimal. Bei längeren Klausuren sollten Pausen eingeplant werden. Die Dauer einer Klausur sollte mindestens 60 und höchstens 120 Minuten betragen. Und planen Sie pro Tag nur eine Klausur oder maximal 2 mündliche Prüfungen ein. Dies kommt nicht nur Studierenden mit chronischen Erkrankungen oder Konzentrationsschwierigkeiten zugute, sondern allen. Gemeinsam mit der Flexibilität beim Arbeitsort schafft dies ein inklusives Prüfungsumfeld. Auch die Sozialform verdient Beachtung. Mündliche Prüfungen sollten in der Regel als Einzelprüfung angeboten werden. Falls Gruppenprüfungen stattfinden, begrenzen Sie die Teilnehmendenzahl auf maximal 4 Personen.
Erstellen Sie klare Regeln. Etwa, dass jede Person einmal eine Frage weitergeben darf, ohne dass dies negativ bewertet wird. Bei Gruppenarbeiten bieten Sie Unterstützung bei der Gruppenfindung an und stellen Sie Regeln für die Zusammenarbeit auf. Dies hilft besonders Studierenden mit sozialen Ängsten oder Kommunikationsschwierigkeiten. Die formale Gestaltung von Prüfungsmaterialien ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Verwenden Sie für schriftliche Aufgaben serifenfreie Schriften wie Arial oder Verdana, mindestens 12 Punkt groß, mit ausreichendem Zeilenabstand. Digitale Dokumente sollten nach Barrierefreiheitsstandards gestaltet werden. Klare Struktur durch Formatvorlagen, Alternativtexte für Abbildungen und lineare Tabellen. Bieten Sie die Möglichkeit, Klausuren wahlweise handschriftlich oder am Computer zu bearbeiten. Filme sollten mit Untertiteln und auch mit Audiodeskription versehen werden. Dazu haben wir ein separates Video. Unterstützende Dienstleistungen sind manchmal unverzichtbar. Klären Sie, welche Assistenz- und Dolmetschleistungen Ihre Fakultät anbietet und wie diese beantragt werden können. Informieren Sie darüber, welche technischen Hilfsmittel zur Verfügung stehen und wer für ihre Bereitstellung zuständig ist. Erstellen Sie eine Liste mit Ansprechpersonen und Fristen. So wissen alle Beteiligten, was möglich ist und wie der Prozess abläuft. Dies reduziert Stress für Studierende und Lehrende gleichermaßen. Kommen wir zur herausfordernden Situation. Was tun, wenn verschiedene Bedürfnisse miteinander kollidieren? Wenn beispielsweise eine Studierende längere Pausen benötigt, während dies für einen anderen Studierenden mit Konzentrationsschwierigkeiten problematisch ist. Hier hilft der flexible Ansatz des Universal Designs. Bieten Sie verschiedene Optionen an und lassen Sie die Studierenden wählen. Separate Räume können eine Lösung sein. Bleiben Sie im Dialog mit allen Beteiligten und suchen Sie gemeinsam nach der Lösung. Es geht nicht darum, für jede mögliche Situation einen fertigen Plan zu haben, sondern flexibel und respektvoll zu reagieren. Eine weitere Herausforderung. Wie gehen wir mit kurzfristigen Anpassungsbedarfen um? Nicht alle Beeinträchtigungen sind vorhersehbar oder dauerhaft. Eine Studentin bricht sich 3 Tage vor der Prüfung den Arm. Ein Student erlebt eine akute psychische Krise. Hier brauchen wir schnelle, unbürokratische Lösungen. Schaffen Sie klare Prozesse für Notfälle. Benennen Sie Ansprechpersonen, die kurzfristig entscheiden können. Je besser die Grundstrukturen inklusiv gestaltet sind, desto leichter lassen sich auch akute Situationen bewältigen. Zusammenfassend können wir sagen, inklusives Prüfen bedeutet, von Anfang an die Prüfungsbedingungen so zu gestalten, dass möglichst alle Studierenden teilnehmen können. Dies umfasst flexible Formate, klare Sprache, zugängliche Räume, angemessene Zeitpläne und unterstützende Dienstleistungen. Der Nachteilsausgleich bleibt wichtig, er wird aber seltener benötigt. Verankern Sie diese Standards in Ihren Prüfungsordnungen oder Modulbeschreibungen und integrieren Sie sie in Ihr Diversity-Konzept. Klären Sie Zuständigkeiten und schulen Sie alle Beteiligten. Und so schaffen wir gemeinsam eine Prüfungskultur, die Vielfalt anerkennt und allen Studierenden faire Chancen bietet. Weitere Videos und Infos finden Sie unter uni-potsdam.de/digitale-Barrierefreiheit.